Ein gesundes Herz schenkt uns den Rhythmus vom Leben und ist eine wahre Herzensangelegenheit für meinen heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich den Professor Dr. Florim Zuzuli zu Gast habe. Hallo Florim. Hallo Melanie, herzlichen Dank für die Einladung. Florim, du bist Chefarzt für Kardiologie am Luzerner Kantonsspital und Geschäftsführer vom Cardiocenter in Luzern. Als Kardiologe hast du einen unfassbaren, spannenden Beruf. Für uns Außenstehenden, erzähl uns mal, wie sieht dein Alltag aus? Ja, also ich habe die Chefarztrolle übernommen letztes Jahr im März und da hat sich auch mein Alltag ein bisschen verändert, weil es sind so ein bisschen Verwaltungsaufgaben dazugekommen. Aber hauptsächlich bin ich immer noch Arzt. Das heisst, ich tue mindestens 3 Tage pro Woche Eingriff machen am Herz. 1 Tag pro Woche bin ich sicher in dem Cardiocenter, wo ich Patienten sehe, so klinisch, also nicht invasiv, das heisst Herzultraschall, Belastung, viele Besprechungen mit Patienten und 1 Tag pro Woche versuche ich so ein bisschen für Büro freizuhalten, das heisst Meetings, Diskussionen, Entscheid treffen, die aber so ein bisschen verwalterischer Natur sind und nicht immer medizinisch sind. Im medizinischen Bereich, ja, welche Parallelen siehst denn du zwischen einem gesunden Herz und einem gesunden Unternehmen? Ja, das ist, beides ist komplex. Das gesunde Herz ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher zu verstehen, aber ein bisschen schwieriger zu behandeln. Ich glaube, das Unternehmen, ich bin sicher viel sattelfester im Herzensbereich wie im Unternehmensbereich, aber ich glaube, man muss sich austauschen mit Leuten, die daraus kommen und mit Leuten, die das besser verstehen. Und dann wird man fast so gut auch im Unternehmerischen wie im Herzbereich, indem man sich einfach helfen lässt. Du bist dich auch gerade am Vergrössern, oder das Cardiocenter ist sich am Vergrössern. Ganz aktuell wird ein zweites Zentrum eröffnet. Hast du dich in diesem Prozess beraten lassen? Das sind immer ganz wichtige Entscheidungen und im Prinzip mache ich es eigentlich nach einem Muster, das ich mir selber so ein bisschen angeeignet habe. In Sachen, wo ich mich sehr sattelfest fühle, wo ich weiss, wo die Reise durchgeht, bin ich eher so der Mensch, der entscheidet. Und sobald aber ich das Gefühl habe, da gibt es eine kleine Unsicherheit, da bin ich nicht ganz sicher, dann lasse ich mich gerne beraten. Und ich habe einen sehr guten Draht zu SMZH und habe mich in vielen Entscheidungen in meinem Leben, unter anderem auch in dem, beraten. Und ich denke, mir sind wichtige Themen, die in so einer Beratung eine Rolle spielen. Eines der Themen ist zum Beispiel, kann ein Unternehmen so etwas stemmen? Jetzt eine Erweiterung, das ist ja häufig oder immer eigentlich mit Investitionen verbunden. Ist das strategisch ein kluger Entscheid? Wenn man zum Beispiel dann sagt, okay, man will sich erweitern, wo tut man sich denn erweitern? Geografisch? Welche Population will man zusätzlich medizinisch versorgen und so weiter. Das sind sehr häufige Entscheidungen, die dann schnell mal nicht mehr viel mit Medizin im eigentlichen Sinn zu tun haben. Weil ich bin Arzt, als Mediziner kann ich medizinische Sachen sehr gut entscheiden und fühle mich dort am meisten sicher, aber auch dort brauche ich manchmal Kollegen, Spezialisten, die sich um das Thema kümmern. Aber sobald dann das weniger medizinisch wird und unternehmerisch, dort bin ich dann schnell mal unsicher. Ich werde zwar immer sicherer, weil ich immer besser werde, aber und dort brauche ich dann Hilfe und ich bin jemand, der sehr gerne Hilfe annimmt, wenn ich Hilfe brauche und bin mit dem auch immer sehr gut gefahren. Wie wichtig ist, dass dich jemand über längere Zeit begleitet und auch wie die Geschichte kennt von dem, was du durchgegangen bist? Vielleicht auch ähnlich mit einem Herzpatienten. Kann man das vergleichen? Das ist ja so, wenn man das vergleicht mit Herzpatienten, ich habe zum Beispiel Patienten, die ich seit längerem betreue. Und es ist ganz schwierig, solche Patienten von mir wie weg zu emanzipieren. Manchmal, ich komme selber an Kapazitätsengpässe. Mein Alltag ist voll von morgen am 6 bis am Abend am 8, 9 zum Teil. So dass ich gewisse Patienten wirklich gerne abgeben oder weitergeben. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel im Cardiocenter den Dienstag und das ist so der FC zeigen, also FC wäre ich zeigen, das heisst nicht wird jeder Patient mir zeigt und der ist der vollste Tag. Dort haben wir richtig viel.
Patienten. Und das ist, weil die Leute mir vertrauen. Weil die Leute halt irgendwo durch eine gewisse Beziehung zu mir entwickelt haben und ihnen das schwerfällt, sich von mir wegzubewegen. Und das ist genau gleich für mich, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und in mehreren Entscheidungen oder in mehreren Etappen vom Leben mit einer guten Beratung gut gefahren ist, dann fällt es einem natürlich schwer, dann ohne das, ohne die Basis zu entscheiden. Das heisst, wenn ich dann die Firma X müsste nehmen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich keine Beziehung habe, dann muss sich das alles langsam aufbauen, das Vertrauen. Und wenn es da vorhanden ist, weiss ich, okay, da bin ich in guten Händen, da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht und dann ist man auch automatisch auch ein bisschen mutiger vielleicht im Entscheidungsprozess und dann nicht immer so zaghaft. Jetzt haben wir viel über das Unternehmertum geredet, aber eigentlich bist du ja Kardiologe und mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Wie schaffst du den Balanceakt zwischen Unternehmertum und Kardiologie unter einen Hut zu bringen? Also, am liebsten bin ich Kardiologe gewesen, bis ich gemerkt habe, dass das unternehmerisch auch noch Fun ist. Und jetzt bin ich natürlich häufig in meinem Alltag mit zwei Hüten unterwegs. Einerseits eben Kardiolog, wirklich Arzt, wo ich mich und ich habe sehr viel Patientenkontakt und viele Leute behandeln, mit ihnen wichtige Lebensentscheidungen treffen für ihr Herz. Und andererseits bin ich eben auch, führe ich auch ein Unternehmen. Das Unternehmen führe ich im Nebenamt, aber das ist das Cardiocenter ist nicht ein kleines Unternehmen, es hat inzwischen fast 20 Mitarbeiter. Und dort braucht es im Prinzip wie ein Balanceakt, wo harmonisch ist. Das heisst, ich kann nicht trennen zwischen dem einen und dem anderen. Häufig tut sich das vermischen. Tun sich auch meine, sei es mit der Zeit vermischen, sei es aber auch dann in der Entscheidungsfindung bin ich dann häufig hin und her gerissen. Und ich denke, dort ist es besonders wichtig, dass ich gerade, wenn es dann um das Unternehmerische geht, dass ich mir dort auch Hilfe hole in der Entscheidungsfindung. Inwiefern hilft dir dort SMZ, den Balanceakt zu meistern? Ja, wenn man dann gerade, wenn man zum Beispiel schauen, wie erfolgreich ist man, stimmt für die Firma der Cashflow, sind wir auf einem guten Weg, wachsen wir genug, wenn wir weiter wachsen, muss man das Wachstum stimulieren, sollen wir mehr wenn wir mehr Budget für Werbung zum Beispiel machen, soll man das nicht machen. Was soll ich zum Beispiel dann im Verwaltungsrat von der Firma vorschlagen als Geschäftsführer? Eine Vorwärtsstrategie oder eine Strategie von Halten. Und ich denke, dort so ein bisschen bewaffnet sein mit mehr sachlicher Power, das hilft mir, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich will es natürlich nicht verpassen, wenn ich so Koryphäe da habe, dich zu fragen, was ist in der heutigen Zeit Ursache Nummer 1 für Herzerkrankungen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, dass wir halt mehrere Faktoren haben und man kann auch da kaum einen Faktor rauspicken. Ich glaube, vielleicht, wenn ich die Frage kann, ein bisschen umwandeln, was ist die Herausforderung für uns? Und ich glaube, die Herausforderung für uns jetzt aus der Sicht von einem relativ wohlhabenden Land wie die Schweiz ist sicher die Überalterung von unserer Gesellschaft, wo uns vor Herausforderungen stellt, weil was heute möglich ist zu machen, ist vor 20 Jahren hat man gar nicht daran denken, dass man das macht, und heute machen wir es. Das heisst, wir machen immer mehr bei immer älteren Leuten, wo das auch, by the way, verlangt und das auch sehr normal finden. Also es ist heutzutage nicht mehr abnormal, einen 89-jährigen Patienten am Herz zu behandeln. Die sind auch, der 89-jährige, der heute ist, auch nicht mehr der, der vor 20 Jahren war. Das heisst, die Überalterung der Gesellschaft, das wird uns richtig vor Herausforderungen stellen. Und gleichzeitig haben wir auch eine angespannte
Versorgung in unserem Land mit der Finanzierung, die nicht ganz einfach ist, weil es ist jetzt gerade aus aktuellem Grund sind wieder Prämien in vielen Kantonen in die Höhe geschossen. Und ich glaube, das so ein bisschen unter einen Hut bringen, in der Bevölkerung gerecht werden und gleichzeitig das in einem vernünftigen Rahmen machen und zu einem vernünftigen Preis machen. Ich glaube, das in Einklang bringen, das wird die Challenge von der Zukunft sein. Und ich bin sicher, dass sogar auch in meinem Berufsleben da noch sehr viel wird passieren und wir uns noch an sehr vieles werden müssen anpassen. Also du sagst gerade so, Erkrankungen oder Herzerkrankungen viel halt auch im Alter geschuldet, aber ganz mehrschichtig oder vielschichtig die Ursachen. Drehen wir es mal um. Jetzt möchte ich sehr gerne sehr gesund alt werden, hoffentlich. Was wäre so dein Tipp abschliessend für unsere Zuschauer, damit wir lang gesund bleiben und auf ein gesundes Herz uns verlassen können? Also ganz wichtig ist, alles, was man macht, sollte man im Maß machen. Ich glaube, wir haben häufig nicht das Problem von der Qualität, sondern von der Quantität. Sei es bei der Ernährung, sei es bei anderen Sachen. Ich glaube, man muss es gut dosieren. Und sicher auf eine gesunde Ernährung, aber auch insgesamt einen gesunden Lebensstil achten. Das heisst, viel bewegen. Gerade im Alter ist Bewegung extrem wichtig. Ich glaube, wenn wir es schaffen, unsere Senioren zu mehr Bewegung zu motivieren, das machen die schon sehr gut, aber wenn wir das aufrechterhalten können, können sehr viele Leute auch sehr alt und gut alt werden mit einer guten Lebensqualität. Also gut essen, nicht zu viel essen, viel bewegen und trotzdem leben. Unter dem Strich eine gute Balance haben. Genau. Balance ist das Wichtigste wahrscheinlich. Herzlichen Dank, Florian, bist du da gewesen. Danke für deine Einsichten, die du uns gegeben hast. Danke für die Einladung und es hat Spass gemacht.